fand Trisha bald einen neuen Lebensgefährten. After the divorce, Trisha soon found a new partner. Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Meine letzte Beziehung dauerte nur ein halbes Jahr. My last relationship lasted for only half a year. Die Scheidung. Divorce. Und dann sagte sie mir, sie wolle die Scheidung. And then she told me she wanted a divorce. Sich scheiden lassen. To get divorced. Ben und Camilla haben sich nach 10 Jahren Ehe scheiden lassen. Ben and Camilla got divorced after 10 years of marriage. Der Alleinerziehende, die Alleinerziehende. Single parent. Sie ist einem Verein für Alleinerziehende beigetreten. She joined a club for single parents. Der Freund, die Freundin. Friend. Zunächst mochten wir uns nicht, aber jetzt ist Gary mein Freund. At first we didn't like each other, but now Gary's my friend. Der Freundeskreis. Friends. Anton hat einen großen Freundeskreis. Anton has a lot of friends. Die Freundschaft. Friendship. Es gibt keine wahre Freundschaft ohne Vertrauen. There is no real friendship without trust. Freundschaftlich. Friendly. Er sollte nicht zu freundschaftlich mit seinen Patienten umgehen. He shouldn't get too friendly with his patients. Befreundet sein mit jemandem. To be friends with. Ich will nur mit ihr befreundet sein. I only want to be friends with her. Persönlich. Personal. Vaters Unfall war eine persönliche Tragödie für unsere Familie. Father's accident was a personal tragedy for our family. Die Menschen, die Leute, die Einwohner. People. Ich habe gern junge Menschen um mich. I love having young people around me. Auf der Insel leben nur 200 Einwohner. There are only 200 people living on the island. Mann. People. Man sagt, dass Kinder, die draußen spielen, intelligenter sind. People say that children who play outside are more intelligent. Gemeinsam. In common. Habt ihr irgendetwas gemeinsam? Do you have anything in common? Der Nachbar, die Nachbarin. Neighbor. Ich hatte noch nie Ärger mit meinem unmittelbaren Nachbarn. I've never had any trouble with my next door neighbor. Der Typ, der Kerl. Guy. Simon sieht wie ein netter Typ aus. Simon looks like a nice guy. Das Treffen, die Versammlung, die Begegnung. Meeting. Greg hat nächste Woche ein Treffen mit seinen Kunden. Greg has a meeting with his clients next week. Die Versammlung fand in der Aula unserer Schule statt. The meeting took place in our school hall. Treffen, sich treffen, kennenlernen, sich kennenlernen. Meet. Ich habe einen alten Freund getroffen. I met an old friend. Auf Partys kann man viele interessante Leute kennenlernen. You can meet a lot of interesting people at parties. Die Versammlung. Gathering. Im nächsten Jahr wird die Versammlung im März abgehalten werden. Next year the gathering will be held in March. Die Verabredung. Date. Warst du bei deiner ersten Verabredung sehr nervös? Were you very nervous on your first date? Sich verabreden. To go out. Ich habe mich heute Abend mit meinem Freund verabredet. I'm going out with my boyfriend tonight. Teilnehmen. Participate. Paul will am Lauf teilnehmen. Paul wants to participate in the run. Einladen. Invite. Sie haben alle ihre Freunde zur Verlobungsfeier eingeladen. They invited all their friends to the engagement.
Bitte in 500 Metern rechts abbiegen und der B47 folgen in Richtung A67. Jeden zweiten Tag im Krankenhaus. We visit her in hospital every other day. Der Gast. Guest. Wir benutzen es als Schlafzimmer, wenn wir Gäste haben. We use it as a bedroom when we have guests. Bei jemandem vorbeikommen. To drop by somebody. Kann ich bei dir einfach mal auf eine Tasse Tee vorbeikommen? Can I just drop by for a cup of tea sometime? Bei jemandem vorbeikommen. To pop in. Susi ist nur schnell auf einen Kaffee bei mir vorbeigekommen. Jetzt rechts abbiegen. Der Bekannte, die Bekannte, die Bekanntschaft. Acquaintance. Mr. Broad ist nur ein Bekannter von mir. Mr. Broad is just an acquaintance of mine. Ich freue mich wirklich darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen. I'm really looking forward to making her acquaintance. Der Kontakt. Contact. Wir waren gute Freunde, aber wir haben den Kontakt. Demnächst rechts abfahren. Good friends. Lost contact. Die Verbindung. Connection. Man sagt, sie habe Verbindungen zur Mafia. Bitte in 1000 Metern rechts abfahren auf die A67 in Richtung Mannheim. To get in touch. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr Kontakt aufnehmen soll. I don't know how to get in touch with her. Sich anschließen. Join. Kann ich mich euch anschließen? Jetzt rechts abfahren und danach links fahren. Der Verein. Club. Hast du schon mal darüber nachgedacht, einem Club beizutreten? Have you ever thought about joining a club? Das Mitglied. Member. Er ist Mitglied des hiesigen Tennisclubs. He's a member of the local tennis club. Begleiten. Accompany. Die Herren begleiteten die Damen zu ihren Plätzen. The gentleman accompanied the ladies to their seats. Sich mit jemandem verstehen. To get along with somebody. Gail hat sich nie mit ihrer Chefin verstanden. Gail never got along with her. Jetzt links fahren. Ausnutzen. To take advantage of. Die Chefs nutzten die Situation aus. The bosses took advantage of the situation. Bitte 11 Kilometer der A67 folgen. Ich habe dich sehr gern. I like you a lot. Die Einstellung. Attitude. Robert hat Frauen gegenüber die falsche Einstellung. Robert has the wrong attitude towards women. Gemeinschafts- Communal. Und wir haben einen Gemeinschaftsgarten hinter dem Haus. And we have a communal garden behind the house. Das Umfeld, das Milieu. Environment. Das war das Milieu, in dem ich aufwuchs. That was the environment I grew up in. Unter Leute kommen. Socialize. Im College kam ich nicht sehr häufig unter Leute. I didn't socialize much when I was at college. Der Gefährte, die Gefährtin, der Begleiter, die Begleiterin. Companion. Er war schon immer der treueste Gefährte des Präsidenten. He's always been the president's most faithful companion. Die Hände schütteln. To shake hands. Es ist unhöflich, sich nicht die Hände zu schütteln. It is impolite if you don't shake hands. Der Mensch. Man. Alle Menschen sind gleich erschaffen. All men are created equal. Der Mensch, menschlich. Human. Der moderne Mensch stammt aus Ostafrika. Modern humans originate in East Africa. Das Unglück wurde durch menschliches Versagen verursacht. The
The disaster was caused by human error. Das Leben. Life. Gibt es Leben auf dem Mars? Is there life on Mars? Lebend, lebendig. Alive. Auf dem Plakat stand: gesucht, tot oder lebend. The poster said, wanted, dead or alive. Nach dem Schwimmen fühlte er sich lebendig und voller Energie. After swimming, he felt alive and full of energy. Leben. Live. Neil lebt schon seit 15 Jahren in England. Neil has been living in England for 15 years. Die Geburt. Birth. Wir feierten alle die Geburt ihres dritten Kindes. We all celebrated the birth of her third child. Geboren werden. To be born. Margaret wurde 1877 geboren und starb 67 Jahre später. Margaret was born in 1877 and died 67 years later. Jung. Young. Er ist unser neuer Lehrer. Er sieht zu jung aus. He's our new teacher. He looks too young. Jugendlich. Juvenile. Jugendliche Straftäter bereiten der Polizei Schwierigkeiten. Juvenile offenders cause trouble for the police. Alt. Old. Im Park sah ich viele alte Menschen, die mit Kindern spielten. I saw a lot of old people playing with children in the park. Der Erwachsene. Die Erwachsene. Adult. Alle Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. All children must be accompanied by an adult. Erwachsen. Grown up. Jackie hat eine erwachsene Schwester. Jackie has a grown-up sister. Das Alter. Age. Er verhält sich nicht seinem Alter entsprechend. He doesn't behave his age. Die Kindheit. Childhood. Hatten Sie eine glückliche Kindheit? Did you have a happy childhood? Die Jugend. Youth. Mel verbrachte seine Kindheit und Jugend in Indien. Mel spent his childhood and youth in India. Jahre alt sein. To be years old. Virginia war erst 12 Jahre alt, als sie nach Kanada zog. Virginia was only 12 years old when she moved to Canada. Demnächst an der Ausfahrt Vierenheimer Dreieck rechts abfahren. Ich bin inzwischen 2,5 Zentimeter gewachsen. I've grown an inch since then. Aufwachsen. To grow up. Douglas ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Douglas grew up in a small town. Der Tod. Death. Ich habe keine Angst vor dem Tod. I'm not scared of death. Tod. Bitte in 1000 Metern an der Ausfahrt Vierenheimer Dreieck rechts abfahren und der A6 folgen in Richtung Saarbrücken. It is dead. Did you ever water it? Tödlich. Deadly. Ein Bienenstich kann tödlich sein. A bee sting can be deadly. Sterben. Jetzt rechts abfahren. Er starb mit 42 Jahren an einem Herzinfarkt. He died of a heart attack at the age of 42. Ums Leben kommen. To lose one's life. Bitte 37 Kilometer der A6 Er folgen. ist bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. He lost his life in a plane crash. Die Beerdigung. Funeral. Viele von Jacks Freunden waren auf der Beerdigung. Many of Jack's friends were at the funeral. Das Grab. Grave. Am Ende der Beerdigung wurde der Sarg ins Grab gelassen. At the end of the funeral, the coffin was lowered into the grave. Beerdigen, begraben, bestatten. Bury.
Shakespeare wurde in Stratford beerdigt. Shakespeare was buried in Stratford. Einäschern. Cremate. Gary sagte ihr, er wolle nach seinem Tode eingeäschert werden. Gary told her he wanted to be cremated after his death. Das Leid. Grief. Nach dem Tod ihres Ehemanns fühlte sie unerträgliches Leid. She felt unbearable grief after the death of her husband. Die Trauer. Mourning. Patrick war über ein Jahr lang in tiefer Trauer. Patrick was in deep mourning for over a year. Die Generation. Generation. Wir sind bei besserer Gesundheit als frühere Generationen. We're in better health than previous generations. Die Schwangerschaft. Pregnancy. Es ist schon meine 4. Schwangerschaft. It's already my 4th pregnancy. Schwanger werden. To get pregnant. Tausende minderjährige Mädchen wurden im letzten Jahr schwanger. Thousands of underage girls got pregnant last year. Die Pubertät. Puberty. Hab Geduld. Sie ist in der Pubertät. Be patient. She's going through puberty. Die Midlife Crisis. Midlife crisis. Sandras Mann befindet sich in der Midlife Crisis. Sandra's husband is having a midlife crisis. Der Senior. Die Seniorin. Senior citizen. Eastbourne ist ein Paradies für Senioren. Eastbourne is a paradise for senior citizens. Das Beileid. Condolence. Sie brachten ihr Beileid in einem Brief zum Ausdruck. They offered their condolences in a letter. Die Leiche. Dead body. Die Polizei fand eine Leiche, die im Garten verscharrt war. The police found a dead body buried in the garden. Erben. Inherit. Als einziger Sohn erbte James den gesamten Besitz. As their only son, James inherited the entire estate. Das Testament. Will. Vor seinem Tod hat ihr Großvater sein Testament geändert. Her grandfather had changed his will before he died. Der Gedanke. Thought. Das wollte ich gerade sagen. Kannst du Gedanken lesen? That's what I wanted to say. Can you read my thoughts? Denken, glauben, nachdenken. Think. Woran denkst du, wenn du eine rote Rose siehst? What do you think of when you see a red rose? Ich glaube, sie sind schon abgereist. I think they've already left. Wir müssen gut nachdenken, bevor wir uns entscheiden. We must think hard before making a decision. Halten von. To think of. Was hältst du von Ryan? Ist er nicht süß? What do you think of Ryan? Isn't he cute? Die Erinnerung. Memory. Dale hat schöne Erinnerungen an seine Kindheit. Dale has pleasant memories of his childhood. Erinnern, sich erinnern, daran denken. Remember. Ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. I can't remember her name. Bitte denke daran, die Haustür abzuschließen. Please remember to lock the front door. Vergessen. Forget. Molly ist böse, weil ihr Mann ihren Hochzeitstag vergessen hat. Molly is angry because her husband forgot their anniversary. Scheinen. Seem. Sophie ist nicht so ruhig, wie sie scheint. Sophie is not as calm as she seems. Glauben. Believe. Sei vorsichtig. Glaube nicht jedes Wort, das er sagt. Be careful. Don't believe every word he says. Die Hoffnung. Hope.
Gibt es irgendeine Hoffnung, dass der Hund wieder gesund wird? Is there any hope that the dog will recover? Hoffen. Hope. Ich hoffe, dass Toni zur Party kommen kann. I hope Tony can come to the party. Annehmen. Vermuten. Suppose. Da Rob nicht hier ist, nehme ich an, dass er krank ist. Since Rob's not here, I suppose he must be ill. Wahrscheinlich. Likely. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie das Spiel gewinnen. It's very likely that they'll win the game. Wahrscheinlich. Probably. Ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich fahren wir am Freitag. I'm not sure, but we'll probably leave on Friday. Möglich. Possible. Weitere Regenschauer sind möglich, aber nicht wahrscheinlich. Further showers are possible, but unlikely. Vielleicht. By any chance. Hast du vielleicht mein grünes T-Shirt gesehen? Have you seen my green T-shirt by any chance? Vielleicht. Maybe. Vielleicht wird uns Catherine helfen. Fragen wir sie doch. Maybe Catherine will help us. Let's ask her. Vielleicht. Perhaps. Vielleicht hat Carol einen Tag freigenommen. Perhaps Carol's taken a day off. Unmöglich. Impossible. Es ist unmöglich, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. It's impossible to fly faster than the speed of light. Der Eindruck. Impression. Mein erster Eindruck von New York war fantastisch. My first impression of New York was fantastic. Sich fragen. Wonder. Ich frage mich, was sie als nächstes tun werden. I wonder what they'll do next. Bemerken. Notice. David bemerkte nicht, dass sie ihn anlächelte. David didn't notice that she smiled at him. Erwarten. Rechnen mit. Expect. Unsere Besucher kamen viel früher an, als wir erwartet hatten. Our visitors arrived much earlier than we had expected. Mit dir hatte ich gar nicht gerechnet. I hadn't expected you at all. Erkennen. Realize. Sam erkannte, dass er einen großen Fehler gemacht hatte. Sam realized that he had made a big mistake. Wiedererkennen. Recognize. Du wirst Alan nicht wiedererkennen. Er hat sich sehr verändert. You won't recognize Alan. He's changed a lot. Der Schein, der Anschein. Appearance. Der Schein trügt. Dan ist viel jünger, als er aussieht. Appearances can be deceptive. Dan's much younger than he looks. Halten für. To think somebody is. Kevin hielt ihn immer für einen Amerikaner. Kevin always thought he was American. Die Vorstellungskraft. Imagination. Picasso hatte eine lebhafte Vorstellungskraft. Picasso had a vivid imagination. Sich vorstellen. Imagine. Ich kann es mir nicht vorstellen, hier zu wohnen. I can't imagine living here. Überlegen, erwägen, berücksichtigen, bedenken. Consider. Meine Eltern überlegen, ob sie sich ein Haus kaufen sollen. My parents are considering buying a house. Sie sagten, dass sie seine Bitte berücksichtigen würden. They told him they would consider his request. Gedankenlos. Thoughtless. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Es war sehr gedankenlos. I'm sorry about what I said. It was very thoughtless. Sich wundern. To be surprised. Tina wunderte sich nicht, dass Brian die Prüfung bestanden hatte.
Tim was not surprised that Brian had passed the exam. Das Bewusstsein. Awareness. Wir versuchen, ein Bewusstsein für die Situation zu schaffen. We're trying to raise awareness of the situation. Bewusst. Aware. Ich war mir der Tatsache nicht bewusst, dass er verliebt ist. I wasn't aware of the fact that he's in love. Vorhersehen. Anticipate. Wir hatten nicht vorhergesehen, dass der Film so toll sein würde. We hadn't anticipated that the film would be so great. Der Sinn. Sense. Was bedeutet das? Es hat keinen Sinn. What does that mean? Doesn't make any sense. Der Unsinn. Nonsense. Hör nicht auf ihn. Er erzählt nur Unsinn. Don't listen to him. He's just talking nonsense. Das Gefühl. Feeling. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. I have the feeling we're being watched. Die Freude, der Gefallen. Pleasure. Es macht mir sehr viel Freude, mit Kindern zu spielen. I get a lot of pleasure out of playing with children. Gary findet keinen Gefallen am Sonnenbaden. Gary doesn't get any pleasure out of sunbathing. Erfreut. Pleased. Erfreut, Sie kennenzulernen. Pleased to meet you. Angenehm. Pleasant. Diese Rosen haben einen sehr angenehmen Duft. These roses have a very pleasant smell. Unangenehm. Unpleasant. Ein unangenehmer Geruch war im Zimmer. There was an unpleasant smell in the room. Sich freuen. To be pleased. Amanda hat sich sehr über ihre Geschenke gefreut. Amanda was very pleased with her presents. Das Glück. Luck. Mit ein bisschen Glück wirst du den Test bestehen. With a little bit of luck, you'll pass the test. Glücklich. Happy. Wir wünschen dir ein langes und glückliches Leben. We wish you a long and happy life. Unglücklich. Unhappy. Die Kinder waren sehr unglücklich, als unser Hund starb. The children were very unhappy when our dog died. Die Fröhlichkeit. Cheerfulness. Robin scheint eine angeborene Fröhlichkeit zu besitzen. Robin seems to have an inborn cheerfulness. Froh. Glad. Ich bin froh zu hören, dass du eine neue Arbeit gefunden hast. I'm glad to hear that you found a new job. Das Lächeln. Smile. Die Wirtin begrüßte uns mit einem freundlichen Lächeln. The landlady welcomed us with a friendly smile. Lächeln. Smile. Gloria lächelte das Baby an und es lächelte zurück. Gloria smiled at the baby and it smiled back. Das Lachen. Laughter. Die Clowns waren irrsinnig komisch. Wir brüllten vor Lachen. The clowns were hilarious. We roared with laughter. Lachen. Laugh. Es war so komisch, dass wir lachen mussten. It was so funny that we had to laugh. Mögen. Like. Callum mag es, in seinem Auto bei lauter Musik herumzufahren. Callum likes driving around in his car listening to loud music. Etwas gern tun. To like doing something. Callum fährt gern bei lauter Musik mit seinem Auto herum. Callum likes driving around in his car listening to loud music. Lieblings. Favorite. Was ist deine Lieblings-Popgruppe? What's your favorite pop group? Nicht leiden können. Can't stand. Ich kann es nicht leiden, wenn Menschen arrogant sind. I
can't stand it when people are arrogant. Die Überraschung. Surprise. Zu meiner Überraschung hatte mein Freund eine Party organisiert. To my surprise, my boyfriend had organized a party. Überrascht. Surprised. Simon war überrascht, als er erfuhr, dass er gewonnen hatte. Simon was surprised to learn that he had won. Zufrieden. Satisfied. Ihm gehört die halbe Stadt, doch zufrieden ist er noch nicht. He owns half the town, but he still isn't satisfied. Unzufrieden. Dissatisfied. Papa ist unzufrieden mit der schlechten Leistung seines Teams. Dad is dissatisfied with the poor performance of his team. Die Angst. Fear. Amy hat Angst vor Insekten aller Art. Amy has a fear of insects of all kinds. Sich fürchten. To be afraid. Es gibt keinen Grund, sich vor Spinnen zu fürchten. There's no need to be afraid of spiders. Beunruhigt. Besorgt. Worried. Alle waren beunruhigt, als sie von dem Unfall erfuhren. Everyone was worried when they heard about the accident. Viele Menschen sind heutzutage besorgt um ihren Arbeitsplatz. A lot of people are worried about their jobs these days. Sich Sorgen machen. Worry. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Don't worry. Everything will be all right. Die Trauer. Die Traurigkeit. Sadness. Nach dem Tod ihres Mannes empfand Deborah tiefe Trauer. Deborah experienced great sadness after the death of her husband. Everything. Traurig. Sad. Als wir Titanic sahen, wurden wir alle ein wenig traurig. Watching Titanic made us all a bit sad. Einsam. Lonely. Miriam ist sehr einsam, seit ihre Kinder aus dem Haus sind. Miriam's been very lonely since her children left home. Allein. Alone. Plötzlich war Sarah ganz allein in diesem riesigen Schloss. Suddenly Sarah was all alone in that huge castle. Schrecklich, furchtbar, scheußlich. Terrible. Nachdem sie im Regen gespielt hatten, sahen sie schrecklich aus. After playing in the rain, they looked terrible. Zweifellos. Without doubt. Caroline ist zweifellos eine sehr schlaue Studentin. Caroline is without doubt a very smart student. Die Bewunderung. Admiration. Sein Werk hat mich schon immer mit Bewunderung erfüllt. His work has always filled me with admiration. Bewundern. Admire. Viele Menschen bewundern sie für ihren Mut. Many people admire her for her courage. Die Begeisterung, der Enthusiasmus. Enthusiasm. Der Vorschlag wurde mit großer Begeisterung aufgenommen. The suggestion was met with great enthusiasm. Begeistert. Enthusiastic. Sam war sehr begeistert, von meinem Vorschlag auszugehen. Sam was very enthusiastic when I suggested going out. Gespannt, aufgeregt. Excited. Als der Film anfing, waren alle Kinder sehr gespannt. When the film started, the children were all very excited. Aufregend. Exciting. Den ersten Menschen auf dem Mond zu sehen, war sehr aufregend. Watching the first man on the moon was very exciting. Aggressiv. Aggressive. Manche Menschen werden aggressiv, wenn sie gestresst sind. Some people get aggressive when they are stressed. Die Langeweile. Boredom. Es gibt nichts zu tun. Ich sterbe vor Langeweile.
There's nothing to do. I'm dying of boredom. Langweilig. Boring. In dieser Stadt ist nicht viel los. Es ist so langweilig. Nothing much happens in this town. It's so boring. Sich langweilen. To be bored. Ich habe mich bei meinen Eltern fürchterlich gelangweilt. I was bored stiff at my parents. Langweilig. Dull. Linda hat einen wirklich langweiligen Film im Fernsehen gesehen. Linda watched a really dull film on TV. Die Enttäuschung. Disappointment. Man konnte ihr die Enttäuschung am Gesicht ablesen. You could see the disappointment in her face. Enttäuscht. Disappointed. Wir waren enttäuscht, als wir erfuhren, dass er verloren hatte. We were disappointed to learn that he had lost. Dankbar. Grateful. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Katalog schicken würden. I'd be grateful if you could send me the catalogue. Erstaunt sein. To be astonished. Jake war erstaunt zu erfahren, dass sie geheiratet hatte. Jake was astonished to hear that she had got married. Erstaunlich. Surprising. Es ist erstaunlich, was man alles mit $10 kaufen kann. It's surprising what you can buy with $10. Der Schreck. Fright. Ich brauchte mehrere Minuten, um mich von dem Schreck zu erholen. It took me several minutes to recover from the fright. Erschrecken. Frighten. Dominik erschreckte mich, als er hinter der Tür hervortrat. Dominic frightened me when he stepped out from behind the door. Angst haben. Sich erschrecken. To be frightened. Jenny hat Angst vor Schlangen. Jenny is frightened of snakes. Das laute Geräusch erschreckte mich. I was frightened by the loud noise. Das Mitleid. Pity. Sie fühlte Mitleid für die hart arbeitenden Kinder. She felt pity for the hard-working children. Leid tun. To feel sorry. John tat mir leid, weil er sein Bein gebrochen hatte. I felt sorry for John because he had broken his leg. Bedauern. Regret. Wir bedauern, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihre Miete erhöhen. We regret to inform you that we are going to raise your rent. Leider. I'm afraid. Leider werde ich an dem Treffen nicht teilnehmen können. I'm afraid I won't be able to attend the meeting. Seltsam, eigenartig, merkwürdig, sonderbar. Strange. Ich kann mir Bens seltsames Benehmen nicht erklären. I can't explain Ben's strange behavior. Die Scham. Demnächst an der Ausfahrt Wattenheim rechts abfahren. Scham, als sein Vater ihn beim Lügen ertappte. Mark blushed with shame when his father caught him lying. Sich schämen. To be ashamed. Wie unhöflich. Du solltest dich schämen. How rude. You ought to be ashamed. Der Zweifel. Doubt. Jeder sagt, dass er gewinnen wird. Aber ich habe meine Zweifel. Everybody says he will win. Bitte in 1000 Metern an der Ausfahrt Wattenheim rechts abfahren in Richtung Wattenheim. Doubt. Vielleicht bekommt Tess die Stelle, aber ich bezweifle es. Tess may get the job, but I doubt it. Suzanne zweifelt immer noch seine Loyalität an. Suzanne's Jetzt rechts abfahren. Die Sehnsucht. longing. Meine Sehnsucht nach ihr wurde fast unerträglich. My longing for her became almost unbearable. Vermissen. Miss. Meine Tochter ist nach Kanada gegangen und ich vermisse sie sehr. My daughter has gone to Canada, and I miss her very much. Heimweh haben.
Bitte in 500 Metern rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen in Richtung Mannheim. Nach ein paar Tagen hatten die Kinder Heimweh. After a few days, the children felt homesick. Bewegen, ergreifen. Move. Jetzt rechts fahren und danach den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Rühren. Touch. Joes Liebenswürdigkeit hat mich sehr gerührt. Joe's kindness touched me deeply. Bitte den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Mein jüngster Sohn hat mir viel Kummer gemacht. My youngest son has caused me a lot of pain. Weinen. Cry. Davina weinte, als ihr Lieblingsschauspieler starb. Davina cried when her favorite film star died. Die Träne. Tear. Sie hatten Tränen in den Augen, als sie sich verabschiedeten. There were tears in their eyes when they said goodbye. Verzweifelt. Desperate. Wir waren in einer Verzweiflung. Bitte in 150 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in Richtung Carlsberg. Hopeless. Die Situation war hoffnungslos. Bitte den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. The situation was hopeless. There seemed to be no way out. Das Schicksal. Destiny. Ist es mein Schicksal, unglücklich zu sein? Is it my destiny to be unhappy? Der Ekel. Bitte 5 Kilometer dem Straßenverlauf folgen. Nina drehte sich weg vor Ekel, als er anfing, Spinat zu essen. Nina turned away in disgust when he started eating spinach. Beneiden. Envy. Carol beneidete sie wegen ihres guten Aussehens. Carol envied her for her good looks. Unheimlich. Scary. Nachts allein nach Hause zu gehen, kann sehr unheimlich sein. Walking home alone at night can be very scary. See. Es war so dunkel, dass wir nichts sehen konnten. It was so dark we couldn't see anything. Der Blick. Look. Sie warf mir einen wütenden Blick zu, als ich Steve küsste. She gave me an angry look when I kissed Steve. Schauen. Look. Wir wollten nichts kaufen, wir schauten nur. We didn't want to buy anything. We were just looking. Anschauen. To look at. Wir gingen zum Zeitungskiosk, um uns die Zeitschriften anzuschauen. We went to the newsstand to look at the magazines. Einen Blick werfen. To have a look. Könnte ich bitte einen Blick auf Ihre Karte werfen? Could I have a look at your map, please? Nachsehen. To go and check. Habe ich den Herd ausgeschaltet? Könntest du nachsehen? Did I turn off the cooker? Could you go and check? Hören. Here. Es war so laut, dass Mike nichts hören konnte. There was so much noise that Mike couldn't hear anything. Hören. Listen. Ich höre immer Radio, wenn ich frühstücke. I always listen to the radio when I'm having breakfast. Das Geräusch. Sound. Gavin hörte ein Geräusch im Zimmer, sah aber nichts. Gavin heard a sound in the room, but he didn't see anything. Der Lärm, der Krach. Noise. Ich kann nicht schlafen bei all dem Lärm. I can't sleep with all that noise. Die Empfindung. Feeling. Kannst du die Empfindungen ausdrücken, die du für ihn hegst? Can you express the feelings you have for him? Sich fühlen. Feel. Wie fühlst du dich? How are you feeling? Berühren. Touch. Bitte berühren Sie nichts, bevor die Polizei kommt. Do not touch anything before the police arrive.
Der Duft, der Geruch. Smell. Manche Rosenarten haben einen angenehmen Duft. Some kinds of roses have a very pleasant smell. Riechen. Smell. Wenn Fisch schlecht riecht, dann ist er nicht mehr frisch. When fish smells bad, it's no longer fresh. Stinken. Stink. Nach der Party stank die ganze Wohnung nach Zigaretten. After the party, the whole flat stank of cigarettes. Der Sinn. Sense. Sie weiß immer, was ich denke. Sie hat einen sechsten Sinn. She always knows what I'm thinking. She has a sixth sense. Beobachten. Betrachten. Observe. Fast 15 Minuten lang betrachtete Diana die Affen in ihrem Käfig. Diana observed the monkeys in their cage for almost 15 minutes. Das Gespräch. Conversation. Die Tagung sollte Zeit für private Gespräche einräumen. The conference should allow time for private conversations. Die Rede. Speech. Gestern Abend hielt der neue Präsident eine eindrucksvolle Rede. The new president gave an impressive speech last night. Sprechen. Speak. Ich möchte bitte mit dem Manager sprechen. I'd like to speak to the manager, please. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen und danach links abbiegen. Gordon spricht immer davon, mir das Geld zurückzuzahlen. Gordon's always talking about paying me the money back. Sagen. Say. Hat er das wirklich Jetzt gesagt? rechts abbiegen und danach links abbiegen. Sagen. Mitteilen. Erzählen. Tell. Ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin, dich zu sehen. I can't tell you how glad I am to see you. Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie sich scheiden lassen würden. Jetzt links abbiegen. They told me they were getting divorced. Mandy erzählt ihren Kindern eine Geschichte. Mandy is telling her children a story. Rufen. Call. Martin rief ihn, aber er hörte ihn nicht. Martin called his name, but he didn't hear him. Die Stille, das Schweigen. Silence. Nach der Party genoss ich die Stille in meiner Wohnung. After the party, I enjoyed the silence in my flat. Ich traute mich nicht, das Schweigen zu brechen. I didn't dare break the silence. Schweigen. Jetzt links abbiegen. Sie hatten das Recht zu schweigen. You have the right to remain silent. In Ruhe. Wenn möglich, bitte wenden. Lass ihn in Ruhe. Er hat dir nichts getan. Leave him in peace. He hasn't done anything to you. Still. Quiet. Seid still. Ich versuche mich zu konzentrieren. Bitte 700 Meter dem Straßenverlauf folgen. Die Erklärung. Explanation. Die Polizei hat keine Erklärung für seine Motive. The police have no explanation for his motives. Erklären. Explain. Kannst du mir erklären, was dieses Wort bedeutet? Can you explain to me what this word means? Die Nachricht. Die Mitteilung. Message. Ich habe eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen. I left a message on his answer phone. Mitteilen. Benachrichtigen. Inform. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Sie bestanden haben. I'm glad to inform you that you've passed. Bescheid sagen. To let somebody know. Bitte sag mir Bescheid, ob du zu meiner Feier kommst. Bitte in 200 Metern Let me know wenden. if you're coming to my party. Erfahren. Learn. Wo haben Sie von den guten Nachrichten erfahren? Where did you learn about the good news? Die Bemerkung. Remark.
möglich, bitte Kann es wenden. nicht lassen, gehässige Bemerkungen zu machen. Tom can't stop making nasty remarks. Erwähnen. Mention. Sue hat geheiratet, es aber niemandem gegenüber erwähnt. Sue got married. Wenn möglich, bitte wenden. Der Ausdruck. Expression. Was bedeutet dieser Ausdruck? What does that expression mean? Ausdrücken. Express. Versucht es mit euren eigenen Worten auszudrücken. Try to express it in your own words. Sich ausdrücken. To express oneself. Amir kann sich auf Englisch nicht richtig ausdrücken. Amir can't really express himself in English. Hervorheben. Emphasize. Der Reiseleiter hob hervor, dass wir pünktlich sein sollten. The tour guide emphasized that we be punctual. Sich unterhalten. Talk. Wir unterhielten uns bei unserem ersten Rendezvous stundenlang. We talked for hours on our first date. Plaudern. Bitte 250 Meter dem Straßenverlauf folgen. Gern am Telefon mit Bitte meinen in Freunden. 200 Metern links I abbiegen. love to chat with my friends on the phone. Flüstern. Whisper. Victoria flüsterte mir ins Ohr, damit die anderen nichts hörten. Victoria whispered in my ear so the others didn't hear. Jetzt links abbiegen. Gossip. Die Zeitungen sind voll von Klatsch über die königliche Familie. The papers are full of gossip about the royal family. Fragen, bitten. Ask. Stuart fragte mich, ob ich einen Spaziergang machen wolle. Stuart asked me if I wanted to go for a walk. Liam bat ihn, seine CDs zurückzugeben. Bitte in 200 Metern rechts Asked him to abbiegen. return his CDs. Die Frage. Question. Ich habe ihn gefragt, aber er hat meine Frage nicht beantwortet. I asked him, but he didn't answer my question. Die Antwort. Answer. Jetzt rechts abbiegen. Wenn Sie mich fragen, ist die Antwort ja. If you're asking me, the answer is yes. Beantworten. Antworten. Answer. Haben Sie alle Fragen auf dem Formular beantwortet? Did you answer all the questions on the form? Der Polizist hat zweimal gefragt, aber er hat nicht geantwortet. The policeman asked twice, but he didn't answer. Die Antwort. Reply. James. Bitte in 200 Metern rechts abbiegen. Achtung, Durchfahrtsbeschränkung voraus. Antworten. Reply. Donald hat ein Fax geschickt und sie haben sofort geantwortet. Donald sent a fax and they replied immediately. Jetzt rechts abbiegen. Ja, doch. Yes. Sind Sie Australier? Ja. Are you Australian? Yes, I am. Sie ist nicht 80 Jahre alt. Oh doch, sie ist 80. She's not 80 years old. Oh yes. She is 80. Nein. No. Wohnen Sie hier? Nein. Do you live here? No, I don't. Nicht. Not. Bitte in 200 Metern rechts abbiegen und sofort links abbiegen. You're not old enough to drive a car. Wie bitte? Pardon? Wie bitte? Sorry? Hier, bitteschön. Jetzt rechts abbiegen und sofort links abbiegen. Bitte. Please. Könntest du mir bitte die Butter herüberreichen? Could you pass me the butter, please? Jetzt links abbiegen in die Zielstraße. Würdest du bitte? Would you... Please? Danken. Thank. Richard dankte ihnen für ihre Gastfreundschaft. Sie haben das Ziel erreicht.
Das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. To say thank you. Ich möchte mich bei dir bedanken für alles, was du getan hast. I would like to say thank you for everything you've done. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Thank you. Thank you very much. Keine Ursache. You're welcome. Bitte, gern geschehen. My pleasure. Das Versprechen.